hast die ultimative UFO-Konferenz 2.0 hier ins Leben gerufen. Und ja, heute ist Sonntag, also der Abschlusstag des Events. Die Energien sind ja sagen wir mal, das UFO ist abgehoben ins Weltall. Man merkt, also hier ist so die Liebe am Sprudeln und ich kann es gar nicht wirklich nicht in Worte fassen. Ich bin überwältigt von der Energie und ja, kannst du dazu auch noch was sagen? Ja, mich überwältigt eigentlich eher die Reaktion der Menschen, weil ich komme ja aus dem Empfangen von Dankessagungen kaum raus, vom Unterschreiben von Büchern und das ist phänomenal. Ich habe damit nicht gerechnet, dass die Resonanz so vollkommen schön ist, dass die Workshops alle voll ausgebucht sind. Das sind so viele Menschen hier, alle wirken zufrieden und glücklich und dass es ein voller Erfolg ist auf allen Ebenen, der seine Früchte und seine Kreise ziehen wird. Ja, ganz großartig. Danke. Ja, danke dir. Ich habe auch schon, weil viele sagen auch schon, das wird auch noch sich monatelang wahrscheinlich noch weiter setzen, was hier einfach alles jetzt gesät wurde, neue Samen gepflanzt wurden und einfach, ja, es ist ja wirklich was Ja, ganz wir haben Tolles. einfach ein Feld erschaffen, kann man sagen, ein Bewusstseinsfeld durch die physische Präsenz der Menschen hier vor Ort. Das ist, was ich auch gerne auf Englisch sage, the power of the people in presence, also die Kraft der Menschen in der Gegenwart. Und wir sind alle hier zusammen physisch in der Gegenwart. Wir haben ein Bewusstseinsfeld oder ein Herzfeld erlebt und das ist auch schon phänomenal, dass ich das ja vorher schon so beschrieben habe. Also wir sind praktisch in ein Feld hineingegangen, das ich vorher schon empfangen habe, dass es entstehen wird. Und alle Menschen erleben es individuell für sich selbst. Und damit sehen wir wieder, wie geführt und kosmisch orchestriert alles ist. Und es wird noch seine Kreise ziehen, weil die Menschen darüber sprechen. Und ich hoffe, alle bekommen nach und nach noch Inspirationen, wie sie damit weitermachen können, kleine Gruppen bilden, zusammen meditieren, mal einen Film zusammenschauen oder sich auch mal ganz altmodisch ein Buch gegenseitig vorlesen. Man kann so vieles machen, um in diesem Energiefeld ein Stück weit zu bleiben, weil damit erschaffen wir unsere neue Wirklichkeit. Vielen Dank, dass du auch jetzt nochmal so praktische Tipps gegeben hast, weil das ist, glaube ich, was viele jetzt auch hier merken, okay, ich habe schon gehört, ja, dann kommt ja morgen der Alltag wieder. Und ich glaube, dass auch vielen Seelen, die jetzt hier sind, wie wir, dann auch im Alltag oft der Austausch doch fehlt untereinander, dass wir dann einfach hier so ein Geschenk bekommen haben von dir und ja, Ich hoffe, uns dass hier es eben auch bei den Menschen verbinden im dürfen. Alltag tatsächlich genau in dieser Verbundenheit bleibt. Aber beziehungsweise, weißt du, wenn man dann zwischendurch mal wieder getriggert ist, vielleicht erinnert man sich dann wieder ein bisschen daran, ja, weil auch Trigger passieren und Trigger sind nichts Schlimmes. Also wenn man sich ärgert, aufregt, gestresst oder genervt ist, das ist alles ein wichtiger Prozess, der mit dem Erwachen oder wie du das nennen willst, in irgendeiner Weise auch zusammenhängt, ja. Wir kommen hier zwar aus einer echt schönen Energie raus und gehen dann vielleicht wieder in unsere Welt zurück und dann kommen wieder Prüfungen, Herausforderungen. Aber das ist der Weg. Das ist der Weg des Erwachens. Der geht nicht wie eine Rakete aufwärts und bleibt dort, sondern es gibt immer wieder die Schwankungen. Das ist völlig natürlich. Aber man kann sich dann eben gut erinnern daran, wie es sich anfühlt, wenn Menschen in einem harmonischen Feld miteinander respektvoll umgehen. Das ist wichtig. Vielen lieben Dank, dass du diesen Raum geöffnet hast und ich danke Ich dir. nehme es nicht persönlich, weil ich bin ja inspiriert und geführt, wenn du so willst. Denn ich sehe es wirklich so, das ist Omnek. Omnek hat mich das seit 30 Jahren gelehrt, dass wir Seelen sind, die eine physische Erfahrung machen. Und insofern habe ich mir auch als Seele diese Lebensreise genauso ausgesucht wie du und wie jeder andere auch. Und deswegen gehörte das offensichtlich zu meinem Plan, dass ich diese Konferenzen jetzt organisiere. Sonst wäre ich nicht auf diesem Weg und sonst hätte ich es nicht gemacht. Das ist einfach ein Teil unserer Transformation der Erde, wenn du so willst. Und ich bin ja nicht die Einzige. Alle haben ihren individuellen Anteil daran und du ebenfalls, weil du hier bist und weil du das jetzt hier so aufnimmst und dann auch wiederum auf deine Weise teilst. Ja, Vielen lieben Dank, Anja. Ja, von ganzem Herzen. ich
Danke dir auch, Sophia. So ein schöner Name. Ja, und vielleicht haben wir dann nächstes Jahr im Juli in 27 eine Christos-Sophia-Konferenz auf Schloss Hohenfels, Genau. wo Wer da es auch noch genau Interesse um dran hat. um die Verbindung der männlichen und weiblichen Energie in uns selbst geht, um auch da aus alten Paradigmen uns raus zu entfalten, also aus alten Rollenbildern. Auch da setzen wir Zeichen und damit meine ich auch, es gibt so viele kulturelle Verkrustungen, was bestimmte Rollenbilder in Partnerschaften und so weiter betrifft. Und auch das braucht Durchbrüche sozusagen. Und das geht nur über bedingungslose Liebe. Und dann finden sich auch wieder die Seelen zusammen, die wirklich eins sind oder die zusammengehören. Und man kann auch aus alten Strukturen in Partnerschaften wieder rausgehen. Aber das ist alles ein Prozess, der braucht seine Zeit. Sehr schön. Wann ist die Konferenz nochmal? Voraussichtlich vom 9. bis 12. Juli 2027. Also steht so im Raum, aber ich habe ja gesehen, ich habe ja umgefragt, das Interesse daran ist ja doch da und ich glaube, das wird auch eine wunderschöne Veranstaltung. Wir haben ja das Schloss Hohenfels für diese besonderen Events und das ist dann halt wesentlich kleiner als hier, klar, da passen nicht mehr als 100 Menschen rein oder vielleicht 120, wird aber eine ganz, ganz wundervolle Energie sein. Ja. Wunderbar. Ja, sehr schön, Anja. Dann, ich kann einfach nur noch mal sagen, vielen Dank. Ja. Und Ja. ich bin ein bisschen wortlos gerade, also Ja, sprachlos. ist doch in Ordnung. Ja. Dann sind wir eben wortlos. Also, bis dann. Tschüss. Ciao.